Hallo, ja, heute ist Tag 4 unserer großen Elbe-Tour und es ist jetzt morgens gegen 10:30 Uhr. Wir haben die Boote zusammengepackt. Wir haben unser Nachtlager natürlich sauber und müllfrei hinterlassen und gleich geht's wieder weiter auf der schönen Elbe. Ja, Wetter soll heute gut sein. Ich bin dafür nicht so fit, habe also einen eher, naja, Lala-Tag. Mal gucken, wie das heute wird, aber wir werden schon ein paar Kilometer schaffen. Vorne sehen wir jetzt das Wehr von Prattisnadlabem. Wir sind im rechten Arm, das heißt, das linke ist eine Insel und laut Kanua-App sollen wir rechts aussteigen. Ich bin gespannt, ob wir einen guten Ausstieg und vor allen Dingen auch Weg und Wiedereinstieg finden. Juhu, die zweite Umtragung haben wir geschafft. Konnten an so einer recht steilen Treppe wieder einsetzen, aber das war alles machbar. Und jetzt geht's also weiter, grob Richtung Neratovice. Hier entlang der Elbe gibt es ziemlich viele so alte Gebäude runtergekommen. Lost Place sagt schon, glaube ich, neumodisch dazu. Schon interessant, hier mal zu sehen. So, wir sind jetzt an der zweiten Umtragung des Tages in Kostineck-nad-Labem. Kostineck-nad-Labem, glaube ich, heißt das. Wir sind ein bisschen weiter hinten schon ausgestiegen, auf der rechten Seite, also hier am Bild links. Aber ich sehe gerade quasi direkt vorne am Wehr, da ist hier auch noch eine schöne Ausstiegsstelle mit Steinen und relativ flach. Ja, hier geht es dann raus und einmal rum ums Wehr. Auf der anderen Seite hoffentlich mindestens genauso schön wieder rein. Ja, und hier sind wir an der Wiedereinstiegsstelle. Also so wirklich eine Wiedereinstiegsstelle gibt es hier nicht auf der rechten Seite. Gegenüber am linken Ufer sieht es wieder gut aus, aber an der linken Seite hatten wir ja keinen guten Ausstieg gefunden. Also wie man es macht, ist irgendwie bei jeder Umtragung macht man es falsch. Na gut, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der das Video sieht, wenn er oder sie seine Elbe-Reise plant. Viel Erfolg dabei! Wir sind ja heute den dritten Tag unterwegs, ne, den vierten schon. Tag 4 ist ja heute. Und heute ist das erste Mal, dass wir auch andere Leute auf dem Wasser sehen. Ruderer sind heute unterwegs. Schon der vierte Ruderer, den wir sehen. Wir vermuten, die sind alle vom Ruderclub Neratovice. Wir haben auch schon gefragt, ob wir da übernachten dürfen. Also einen Ruderer haben wir angehalten. Aber anscheinend leider nicht. Zumindest ist denen das nicht bekannt. Wir paddeln mal hin. Vielleicht können wir dort nochmal fragen und uns reinschauen. Wir sind angekommen an unserer heutigen Unterkunft und zwar ist das tatsächlich der Ruderclub Neratovice. Unterwegs hatten wir ja schon einen Ruderer gefragt, ob wir hier übernachten können. Der hatte gesagt nein, aber wir sind trotzdem mal hingefahren und da saßen so zwei von den Clubältesten auf dem Bänkle. Der eine hat sogar Deutsch gesprochen und hat gemeint, natürlich können wir hier übernachten. Wir dürfen auch im Bootshaus übernachten und wir haben dann gesagt, ja, wir möchten gerne unser Zelt aufschlagen. Ja. Und das haben wir jetzt gemacht und deshalb gibt es jetzt ein Zeltaufstellbier. Grüße gehen raus an den Rainer, von dem wir das gelernt haben, dass man das macht. Und deshalb zum Wohl.
Ja, mittlerweile hat sie sich geleert hier am Ruderclub. Die ganzen Vereinsmitglieder sind weg und wir haben das Gelände für uns. Die Zeit haben wir natürlich genutzt und der André hat was Leckeres gekocht heute. Es gibt Nudeln mit Tomatensauce und Tofu. Als Nachtisch haben wir dann noch einen Rahmkuchen vom Lidl. Hallo, guten Morgen. Heute ist Tag 5 auf unserer Elbe-Paddeltour und ich melde mich vom Ruderclub Neratovice, wo wir wunderbar übernachtet haben. Ihr seht hier im Hintergrund das Bootshaus von denen. Und hier ist unser Zelt und unsere Boote und unser Chaos, würde ich mal sagen. Das sieht im Moment noch alles recht wild aus, weil die Frühstücksreste hier rumhängen. Es gab Kaffee und Brot mit Champignonaufstrich. Ja, und ich zeige euch nochmal jetzt kurz endlich unser Schlafsetup, denn das habe ich auch noch nie gezeigt. Wir haben ein Robens-Zelt, ein Dreimann-Zelt und das habe ich letzten Herbst gekauft für 80 €, war ein super Schnäppchen. Genau, und da drinnen haben wir unsere Schlafsäcke, da habe ich von VD Sommerschlafsäcke und ich habe eine Isomatte, auch von VD, 6 cm dick. Und der André hat eine Sea2 Summit Matte, 10 cm dick, das Luxusmodell, und er hat auch noch ein Kissen dazu. Ja, so sieht es hier aus. Im Vorzelt immer unser großer Rucksack mit Klamotten drin und Technik und allem. Toilettentüte auch am Start für kleine und große Notdürfte. Ja, so sieht es hier bei uns aus und wir haben jetzt ungefähr 8:30 Uhr morgens. Ja, Frühstück ist rum. Das heißt, wir werden demnächst mal wieder allen unseren Krimskrams zusammenpacken, den Müll entsorgen gehen und dann ja, mit den Booten da hinten vom Vereinsgelände starten. Wir sind quasi hier mitten bei der Umtragung von der Neratovice. Das heißt, da vorne sind wir ausgestiegen und da hinten links hinterm Bootshaus geht es dann weiter, einmal ums Wehr rum und hinten dran wieder einbooten. Auf dem Plan für heute stehen 2 Umtragungen auf jeden Fall. Und als quasi Tageshighlight fahren wir an der schönen Stadt Melnik vorbei. Und in Melnik kommt ja auch die Moldau zur Elbe dazu. Dann hoffen wir, dass nochmal ein guter Schwung Wasser dazu kommt und vielleicht etwas Strömung. Denn bisher hatten wir ja so gut wie gar keine Strömung. Ja, Wetter sieht heute echt super aus. Ihr seht es schon, blauer Himmel, Sonnenschein. Für heute gar kein Regen oder Gewitter gemeldet. Also das wird hoffentlich ein richtig tipptopp Tag. Also dann, bis später. Die heutige Fahrt kann beginnen. Wir haben eingesetzt hier hinter mir am Sandstrand. Von dort hinterm Wehr kommen wir. Und ich fahre heute das große Solarboot. Denn ich habe hinter mir Solar vom André drauf auf dem Boot. Und ich habe vor mir mein eigenes Solarpanel auf dem Boot. Die Panels laden jeweils eine Powerbank und gleichzeitig noch Fotoakkus, sodass wir hier auch weiterhin schöne, viele Bilder und Videoaufnahmen machen können. Ja, jetzt haben wir ein ganz klein wenig Strömung sogar heute Morgen mal und machen uns auf in Richtung Melnik. Los geht's! Da ist die Kilometermarkierung 846. Das heißt, wir haben jetzt 50 Kilometer seit unserem Start in Nymburk geschafft. Wir sind jetzt am 5. Tag unterwegs. Es ist also ganz schön beschwerlich, hier Kilometer zu machen. Ich hoffe, wenn bald die Moldau dazu kommt, dass wir Strömung haben und etwas schneller vorankommen. Ganz, ganz wichtig unterwegs, Nahrungsaufnahme. Wir haben uns gegönnt Waffelsnacks. Typisch tschechisch und die gibt es beim Lidl. Scheint sogar eine Lidl-Eigenmarke zu sein. Wie schmeckt's? Nach Vanille. Lecker?
Gut, können Prima. wir wieder kaufen. Machen wir. Und hier sind wir bei Kilometer 843 bei der Schleuse und dem Wehr Obristwi. Der Schleusenwärter hat uns hier zum Glück gesehen und lässt uns durch. Er würde uns sogar schleusen, aber wir haben gesagt, wir tragen lieber übers Gelände, wenn er uns das Tor aufmacht. Und er war so lieb und hat es getan. Also schnell durchs Gelände. Ja, das war jetzt also die Umtragung Obristwi bei Kilometer 843 und wir konnten quasi innerhalb vom Schleusengelände unsere Boote tragen und auch innerhalb des Geländes schon wieder einsteigen an der Treppe. Das war sehr angenehm und jetzt geht's auf nach Melnik. Jetzt erreichen wir Melnik. Ihr seht da im Hintergrund das Schloss von Melnik. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr auch das Schifffahrtszeichen seht. Das zeigt nämlich, dass man da links abbiegen kann. Das heißt, da von links kommt die Moldau. Jetzt nochmal aus der Nähe gezeigt. Da oben Schloss von Melnik. Und hier von links kommt die Moldau. Sieht ein bisschen nach brauner Brühe aus, aber mit ordentlich Strömung. Das heißt, es geht ab jetzt flott voran. So, einfahren, wie ich es gelernt habe, gegen die Strömung und dann schön mit. Gut. Also, hat funktioniert. Alles klar. Los geht der wilde Ritt. Und hier nochmal ein wunderschöner Blick auf das Schloss Melnik. Da gibt es sogar Weinhänge. Sehr schön. So, also ungefähr bei Kilometer 537 gibt es auf der rechten Seite direkt zu Fuß des Schlosses den Ruderknop von Melnik. Das nochmal als Tipp für euch, falls ihr mal eine Übernachtung sucht. Jetzt sind wir ein paar Kilometer hinter dem Zusammenfluss von Moldau und Elbe. Und jetzt hat sich das Wasser wieder etwas beruhigt. Es ist noch relativ viel Treibgut hier drin. Die Strömungsgeschwindigkeit ist auch noch flott, aber zumindest nicht mehr ganz so reißend wie eben am Anfang. Also jetzt wird es wieder angenehm. Hallo zusammen. Ja, Tag 5 neigt sich dem Ende zu. Ich habe seit heute Mittag nicht mehr gefilmt, denn nach der Mittagspause war mir total übel, richtig schlecht. Und wir haben dann nochmal lange Pause gemacht und das Mittagessen kam mir retour. Keine Sorge, mehr Details gibt's nicht. Und wir sind dann einfach ganz langsam weitergepaddelt, so langsam wie es die schnelle Strömung jetzt erlaubt hat. Und der Campingplatz, den wir angepeilt haben in Stetti, der Anglercampingplatz, also Ribaski Camp, der hatte leider nicht offen, obwohl auf der Website steht, von April bis Oktober durchgängig geöffnet. Und wir sind zum Glück am gegenüberliegenden Ufer bei, ich glaube, einer Wassersportschule oder Wassersportleistungszentrum ist das. Da sind wir jetzt untergekommen. Wir haben gesehen, dass da draußen Leute sitzen, sind da angelandet und haben einfach gefragt, ob wir da unser Zelt aufschlagen dürfen. Und die hatten nichts dagegen. Ja, Dusche und Toilette durften wir auch mit benutzen. Und ja, jetzt können wir uns einen schönen, sehr ruhigen Abend machen. Also essen kann ich heute nichts mehr. Ich gucke, dass ich noch ein bisschen Wasser trinke und dann ab ins Zelt.
Der André hat alles ohne meine Hilfe aufgebaut. Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt, wie der morgige Tag wird. Bis morgen. Tschüss. Tja, meine letzte Videoaufnahme ist nicht etwa gestern Abend gewesen, sondern jetzt insgesamt schon 3 Tage her. Ja, an dem Abend in Steti im Sportleistungszentrum, als ich zuletzt gefilmt habe, konnte ich noch nicht ahnen, dass dieser Abend noch gar nicht so schlimm war. Also wir haben uns anscheinend wirklich eine arg üble Lebensmittelvergiftung eingefangen. Nicht nur ich, sondern der André auch. Dem ging es dann in der Nacht in Steti auch richtig, richtig schlecht. Deshalb hatten wir uns entschlossen, am nächsten Tag in Steti nochmal ein richtiges Zimmer zu nehmen, eine Pension, damit wir uns nochmal richtig ausschlafen können, auch nicht halt der Sonne ausgesetzt sind und so, sondern richtig zur Ruhe kommen können. Das haben wir dann gemacht. Und da wir dann nach der Nacht in der Pension immer noch nicht fit waren, haben wir uns entschlossen, quasi die Paddelreise an der tschechischen Elbe dort dann zu beenden, schweren Herzens. Ja, wir haben es an unseren 5 Paddeltagen auf insgesamt 74 Kilometer Paddelei geschafft. Und in Anbetracht dessen, dass die ersten, 55, 60 Kilometer kaum Strömung hatten und nur ab Melnik dann Strömung war, ja, denke ich, ist das schon eine Leistung, die ganz in Ordnung ist. Und wir haben auf jeden Fall Tschechien als Reiseland entdeckt. Wir wurden dort immer wahnsinnig freundlich aufgenommen. Wann immer wir eine Frage hatten, eine Bitte hatten, es hat uns keiner abgewiesen, sondern die Leute haben immer Ja gesagt oder haben alles versucht möglich zu machen, sei es uns eine Unterkunft zu bieten oder dann auch von der Pension in Steti. Wir hätten dann eine halbe Stunde Fußmarsch gehabt zum Bahnhof. Ja, ich war nicht fit dafür, das zu machen. Wir haben nach einem Taxi gefragt, die haben versucht, ein Taxi zu organisieren. Als da keiner ranging, hat einer von den Pensionsangestellten uns in seinem Auto zum Bahnhof gebracht, mit dem ganzen Gepäck, was wir hatten. Also super liebe, nette Leute. Überall wurden wir da freundlichst empfangen. Deshalb können wir Tschechien also absolut als Reiseland empfehlen. Und diese Lebensmittelvergiftung, die wir uns da geholt haben, also die lag absolut an uns selbst, dass wir quasi die Lebensmittel, die wir mit uns geführt haben, diesmal nicht so gut optimal aufbewahrt haben. Da müssen wir uns selbst also nochmal verbessern mit unserer Lebensmittel- und Essensplanung für unterwegs. Ja, nun sind wir weitergezogen, mit der Bahn bis nach Deutschland an die Elbe gefahren und machen uns jetzt hier noch ein paar schöne Tage. Ja, genießen den Rest des Urlaubs. Genau. Und ich sage euch jetzt danke fürs Zuschauen. Auch wenn die Reise leider deutlich kürzer war als geplant. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Und ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Egal, ob es dann von der Elbe, vom Neckar, vom Rhein, von der Moldau oder sonst was. Bis dann. Tschüssi.